Hallo und willkommen bei Move Inside. Mein Name ist Thorsten und heute geht es darum, auftretendes Warping während eines 3D-Drucks zu vermeiden. Viel Spaß beim Zuschauen! Lass mir gerne ein Abo da, wenn dich Themen rund um das 3D-Drucken interessieren und verpasse keines meiner neuen Videos. Warping. Grundsätzlich gibt es zwei Gründe für Warping, die jedoch häufig gemeinsam auftreten. Dies wäre zum einen eine unzureichende Betthaftung und zum anderen ein starker Bauteilverzug durch Abkühlung. Letzteres betrifft vor allem Filamente, welche einer starken Abkühlungsschrumpfung unterliegen, zum Beispiel ABS. Schauen wir uns zuerst mal das Thema Betthaftung an. Ohne ein gut geleveltes Bett geht nichts. Dies ist die Basis eines jeden 3D-Drucks. Tritt Warping auf, ist dies der erste Punkt, der abgearbeitet werden darf. Ob Kopiererpapier, Kassenbon oder Fühlerlehre spielt hier keine Rolle. Jeder darf seinen eigenen Weg finden, mit dem er am besten klarkommt. Ist das Bett sehr uneben und hat eine Vertiefung in der Mitte, bietet sich eventuell ein Abstandssensor oder ein plangefrästes Aluminiumbett an. Ebenfalls ist die Reinigung des Heatbeds gelegentlich notwendig. Filamentrückstände, Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen sollten entfernt werden, spätestens dann, wenn es Probleme gibt. Lässt die Betthaftung des originalen Druckbetts trotz bzw. aufgrund zu viel Reinigung irgendwann nach, empfiehlt es sich, eine Dauerdruckplatte einzusetzen oder die Druckoberfläche zu behandeln. Hierzu habe ich mal ein eigenes Video erstellt, welches ich euch ebenfalls mal oben einblenden werde. Um dem Bauteilverzug durch Abkühlung zu entgegnen, gibt es diverse Möglichkeiten, welche man über den Slicer steuern kann. Wärmeverzug entsteht durch eine Temperaturdifferenz von Nozzle, Heatbed und Bauteil. Eine Möglichkeit, dem zu entgegnen, ist, die Betttemperatur zu erhöhen und die Nozzle-Temperatur abzusenken. Bei höheren Bauteilen reicht dies jedoch nicht mehr aus, weshalb ein geschlossener Bauraum hier als Königsweg anzusehen ist. Wer möchte, kann gerne mal in einem Video von mir reinschauen, in dem ich mich um dieses Thema etwas genauer beschäftige und dieses behandle. Schaut gerne mal rein. Als Alternative zu einem geschlossenen Bauraum kann ein Windshield dienen. Dieses Windshield umhüllt das Bauteil und schützt es vor Zugluft und verringert den Wärmeverlust. Insbesondere wenn Bauteile in höheren Leeren regelrecht auseinanderreißen, wäre diese Variante vermutlich am erfolgsversprechendsten. Eine Verringerung der Leistung des Bauteilekühlers kann ebenfalls kleine Wunder erwirken, da die Abkühlgeschwindigkeit auf diese Art und Weise reduziert wird.
Auch Infill kann Warping begünstigen, weshalb es sich anbieten kann, die Fülldichte auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. Tritt der Wärmeverzug allerdings auch bei kleineren Bauteilen auf, kann man diesen recht gut über weitere Slicer-Einstellungen wie folgt in den Griff bekommen. Die einfachste Variante wäre ein etwas breiteres Prim, welches die Betthaftung deutlich erhöhen kann. Reicht dies nicht mehr aus und das Prim wird regelrecht durch den Warping-Effekt auseinandergezogen, dann sollte man darüber nachdenken, eventuell Haltepads an das Objekt anzubringen. Diese können mehrere Layer hoch sein und gibt es als Plugin unter Cura. Hierzu habe ich ebenfalls mal ein Video gemacht, schaut gerne mal rein, da widme ich mich diesem Thema ebenfalls etwas genauer. Alternativ kann man diese natürlich auch selbst zeichnen und entsprechend an das Bauteil anpassen. Auch ein Raft kann die Druckbetthaftung durch eine Vergrößerung der Oberfläche deutlich erhöhen. Diese besteht aus mehreren Layern, ist relativ groß und hat eine gute Betthaftung. Natürlich können auch die verwendeten Verfahren, die ich gerade vorgestellt habe, miteinander kombiniert werden. Wer nun all diese Optionen vollständig ausgereizt hat, sollte normal keine Probleme mehr mit Warping haben. Falls doch, bleibt nur noch das Bauteil konstruktiv zu verändern, um eine bessere Druckbarkeit zu gewährleisten oder einen Bauraum zu wählen, welcher zusätzlich beheizt wird. Alle Videos, die ich euch eben genannt habe, lege ich euch nochmal unten in die Beschreibung rein, sodass ihr die gerne nochmal im Einzelnen anschauen könnt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Drucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!